Hallo, ich bin der Christoph. Wir haben ein 500 Jahre altes Haus gerettet, um darin mit unserer Familie zu wohnen. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Kommt rein. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Herzstück des Hauses. Das ist unser Wohnzimmer. Ein schöner, offener Raum. Wir haben es hier modern im Loft-Style eingerichtet und ein bisschen diese stylischen Elemente mit dem Historischen vom Haus verbunden. Überall im Haus taucht die alte Bausubstanz auf. Da, wo wir Sachen neu aufgebaut haben, haben wir versucht, historische Baustoffe zu verwenden. Hier zum Beispiel haben wir eine Wand, die aus Ziegeln von einer 300 Jahre alten Scheune gebaut wurden, die wir einzeln aus dem Bauschutt gezogen, sauber gemacht und dann hier verbaut haben. Die Couch ist ein absolutes Highlight. Die haben wir zufällig entdeckt. Und die passt hier super rein mit den Farben. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich da hinzusetzen mit der ganzen Familie. Aber die meisten Tage enden im Endeffekt so, dass wir alle auf dieser Couch hier sitzen. Wir haben das Haus 2012 gekauft und damals haben wir noch gedacht, dass man es in einem relativ überschaubaren Aufwand mit Eigenleistung, mit einem kleinen Budget wieder herrichten kann. Aber als wir dann angefangen haben, das zu entkernen, haben wir so langsam gemerkt, okay, zum Teil ist das Haus echt eine Ruine. Beim Entkernen haben wir dann viele Sachen gefunden, die auftauchen, wenn man irgendwo den Putz wegmacht oder was ausschachtet und so. Zum Beispiel hier diese Gewölbekellerbögen, die habe ich beim Ausschachten von der Bodenplatte gefunden. Und ja, das ist natürlich der Hammer. Und dann fühlt man sich wie so ein kleines Kind, wie ein Schatzsucher und fängt dann an, hier kann man gar nicht mehr aufhören zu graben. Habe ich meine ganzen Nächte hier verbracht. Dann haben wir uns überlegt, wie man das ins Haus integrieren kann, haben uns dann diese beiden Ebenen ausgedacht, sodass man diese 500 Jahre alten Bögen hier noch sieht. Egal, wo man hier eine Schaufel in den Boden rammt, es kommt immer was aus 1000 Jahren Geschichten bei raus. Viele Überbleibsel aus dem Krieg, aus vielen Kriegen. Also das hier ist eine Stielhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben Musketenkugel hier aus den napoleonischen Kriegen. Unter einer eingestürzten Wand standen 3 Paar Kinderschuhe, die wir noch genau dort so gefunden haben, wie sie wahrscheinlich vor 200, 300 Jahren mal stehen gelassen wurden. Es macht natürlich unheimlich Spaß, die Geschichte von so einem Areal so zu entdecken. Die Statik von so einem alten Haus wiederherzustellen ist sehr anspruchsvoll. Die tragende Struktur hier war komplett zerstört und wir mussten Stahlträger einbauen, um das Gebäude dann abzustützen. Und so haben wir dann hier ein Glaselement reingebaut, um das räumlich ein bisschen zu trennen, trotzdem aber das Licht durchzulassen. Diese Konstruktionen passen natürlich auch sehr gut zu dem Loft-Stil. Jetzt zeige ich euch mal das älteste datierte Bauteil hier im Haus. Das ist dieser Tragbalken von 1550, der hier im vorderen Bereich noch erhalten ist. Und hier geht es in die Küche. Die Küche wollten wir vor allen Dingen schön, funktional, gemütlich machen. Wir wollten nicht wirklich so eine große Wohnküche mit einer Kochinsel oder sowas. Uns war wichtig, überall im Haus biologische, natürliche Baustoffe einzusetzen, wie zum Beispiel hier der Lehmputz an den Decken, Kalk an den Wänden, Lehmfarben. Das gibt einfach ein angenehmes Wohngefühl, man hat die ganze Chemie nicht. Was bei uns immer wieder auftaucht, sind Holz, Anthrazit und dieses Schachbrettmuster, was früher auch im Haus gewesen ist. Ich bin Musiker, deshalb finden sich überall im Haus Instrumente, auf denen man was spielen kann. Die Trommel passt so ein bisschen zu dem Ethno-Dschungelhöhlen-Feeling, das wir hier im unteren Badezimmer haben. Eins der besonderen Stücke ist hier dieser Waschtisch.
den meine Frau aus einem Nähmaschinengestell vom Flohmarkt zusammengestellt hat. Wir haben dann eine Eichenholzplatte drauf gemacht und geölt und so einfach einen sehr einfachen, aber sehr schönen Waschplatz hier geschaffen. Wir haben aus Spanien diese tollen Zementfliesen, die aus der Casa Millo in Barcelona sind. Die hat Gaudi designt. Und sie sind nicht ganz pflegeleicht. Man ist ständig damit beschäftigt, sie irgendwie in Ordnung zu halten. Und jetzt nehme ich euch mal mit nach oben. Wie ihr seht, geht es nicht nur ums Design, sondern es soll auch ein Haus sein, wo sich die ganze Familie wohlfühlt, wo die Kinder viel Platz haben. Man kann hier überall spielen, die Kinder haben ein Klettergerüst, können da vorne was malen. Das ist alles so gestaltet, dass die Kinder sich eigentlich im ganzen Haus austoben können. Bei der Sanierung von so einem denkmalgeschützten Gebäude gibt es natürlich jede Menge Auflagen zu beachten. Und eine Problematik, die da aufkommt, ist, wie bekommt man Licht in so ein Gebäude rein? Also hier im Obergeschoss gab es früher nur so ein kleines Fenster, was quasi minimal hier beleuchtet hat. Und wir haben dann bodentiefe Fenster eingebaut. Und wir haben überall im Haus Glastüren, Milchglastüren, die das Licht zwischen den Räumen ein bisschen verteilen. Wenn die Sonne ums Haus wandert, dass das Licht auch immer noch ein bisschen in die anderen Räume reinkommt. Jetzt gehen wir mal ins Reich von meinen zwei kleinen Töchtern. Und hier, das sind ein paar alte Schulbänke, die einfach irgendwann mal aus irgendeiner Schule rausgeflogen sind. Und so haben wir es eigentlich im ganzen Haus mit der Einrichtung gemacht. Wir haben ein paar Sachen vom Flohmarkt, wir haben ein paar schöne Einzelstücke irgendwo gekauft, auch Dinge vom Sperrmüll und haben das hier Stück für Stück so eingerichtet, wie wir fanden, dass es reinpasst. Hier haben wir jetzt nochmal ein schönes, großes Familienbad, auch schön mit natürlichen Materialien. Und hier sieht man ganz gut, was eigentlich gemacht werden muss, um so ein altes Haus instand zu setzen, damit es wieder funktioniert. Das hier sind die Balken von dem alten Tragwerk. Die reichen aber nicht mehr aus, um das Haus wirklich zu tragen. Deshalb mussten wir Haus in Haus bauen und haben in diesen Kästen Konstruktionen aus Stahl und Holz drin, die mit den alten Balken verschraubt sind und die das Ganze wieder zusammenhalten. Ich nehme euch jetzt mal noch mit in den Dachraum. Hier habe ich mein Arbeitszimmer. Ich kann hier Musik machen. Wir haben Gästebett, die Gäste können hier übernachten und die Kinder können hier spielen. Was mich ganz besonders freut, ist, dass wir den Dachstuhl, so wie wir ihn vorgefunden haben, erhalten konnten durch diese ganzen Haus-in-Haus-Konstruktionen, die wir gemacht haben. Und der ist jetzt tatsächlich noch genau in dem Zustand, wie er 1806 gebaut wurde. Gekauft haben wir das Haus damals für 160.000 € und dachten, wir kommen mit vielleicht 250.000 € für die Sanierung hin. Am Ende sind es dann 1,3 Millionen € geworden, inklusive der Anschaffung. Durch die vielen Förderungen, die wir gekriegt haben von Land und vom Denkmalschutz und die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten mit einem denkmalgeschützten Gebäude, sind wir unterm Strich aber immer noch günstiger, als wenn wir jetzt irgendwo ein Baugrundstück gekauft hätten da einen Neubau draufgestellt. Und dafür haben wir ein tolles, interessantes Haus im Grünen mitten in der Stadt. Jetzt sind wir in unserem Garten, alles schön naturbelassen. Und es ist ein super großer Spielplatz für die Kinder hier. Und die Begrenzung von unserem Grundstück ist die historische Stadtmauer. Und auf der Ecke steht dieser Turm aus dem 13. Jahrhundert. Und da unten war früher das Gefängnis der Stadt drin im Mittelalter. Und hier steht noch diese baufällige Bruchsteinscheune und das wäre unser nächstes Projekt und da nehme ich euch jetzt auch noch mal mit hin.
Die alte Scheune wollen wir im nächsten Jahr noch ausbauen, aber da müssen wir uns schon einiges einfallen lassen. Sie hat zwar eine Menge spannende Dinge zu bieten, wie zum Beispiel die alte Stadtmauer und den Wehrgang hier im Gebäude, aber sie ist auch in einem sehr ruinösen Zustand und wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, das hinzubekommen. 10 Jahre haben wir gebraucht, damit das Haus so dasteht, wie wir es jetzt heute sehen. Und zwischenzeitlich habe ich oft gedacht, wir kriegen es nicht hin. Ich bin aber so froh, dass wir durchgehalten haben und dass wir so ein tolles Haus haben, in dem wir mit der Familie zusammen wohnen können. Das war die Roomtour durch unsere Hofanlage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, abonniert den Kanal oder klickt hier. Tschüss!